Die Burg Alt-Summerau war eine eher kleine Anlage. Ihre Ruinen sind jedoch nicht minder interessant. Heute ist das ein sehr idyllischer Ort, wenn auch nicht sonderlich gut gepflegt. Die Geschichte der Burg nahm vermutlich im 12. Jahrhundert ihren Anfang. Ihre Erbauer waren wohl die Herren von Summerau. Diese tauchen ab 1145 in den Geschichtsbüchern auf. Schriftlich erwähnt wird die Wehranlage erstmals im Jahr 1152. Die Burg liegt auf dem Kapf in der Nähe von Rattenweiler im Bodenseekreis. Für jene, welche den Ort besuchen wollen und alle grundsätzlich Wissbegierigen, Links mit dem Standort auf Google Maps und Komoot findet ihr in der Videobeschreibung. Die Überreste der Burg wurden zwischen 1963 und 1966 freigelegt. Wer den Ort selbst in Augenschein nimmt, findet noch viel sichtbares Mauerwerk vor. Erhalten sind der Stumpf des Bergfrieds, ein darunter liegendes, noch intaktes Kellergewölbe, große Teile der Umfassungsmauer sowie die Grundmauern des Palas und anderer Gebäude. Auf der Nordseite ist die Wehranlage durch einen steilen Abhang geschützt. Dies fällt durch den Laubwald heute im ersten Augenblick nicht wirklich auf. Zu den Zeiten, als die Burg bewohnt war, dürfte es hier noch freie Sicht auf die Argen, den im Tal unten liegenden Fluss, gegeben haben. Die Summerauer waren eine in Oberschwaben bedeutende Ministerialenfamilie. Sie tauchen im 13. Jahrhundert unter anderem im Gefolge der Könige Heinrich VII. Und Konrad IV. Auf. Albert von Summerau war 1220 beispielsweise Prokurator der Herrschaftsbereiche um Ravensburg. Unter ihrem heutigen Namen wird Alt-Summerau erstmals im Jahr 1430 genannt. Die Familie war nun im Besitz von 2 Burgen. Die andere Anlage, welche den Namen Neu-Summerau trägt, liegt nur unweit entfernt. In der Forschung ist man sich bis heute jedoch uneins, welche der beiden Burgen älter ist. Mitte des 13. Jahrhunderts veräußern die Herren von Summerau beide Burgen an das Hochstift Konstanz. Dafür erhalten sie die Burg Wolkenberg, welche in der Nähe von Kempten im Oberallgäu liegt. Anfangs des 14. Jahrhunderts werden die Grafen von Montfort Herren über Alt-Summerau. Diese ließen die Burg von einem Vogt verwalten. Im 15. Jahrhundert hat dieses Amt beispielsweise ein Hans von Dankerzweiler inne. Den Bauernkrieg überstand die Burg scheinbar unbeschadet. Jedenfalls werden keine Schäden erwähnt. Doch im Verlaufe des Dreißigjährigen Krieges
war ihr Ende dann gekommen. Immer diese Kriege bringen nichts als Verderben. Wobei es ja logisch ist, dass Burgen in diesen zerstört wurden, denn sie waren nun mal militärische Anlagen. Und nun sind wir bereits wieder am Ende. Ich wünsche euch eine burgenreiche Zeit und bis zum nächsten Mal.